Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich was Rudimentäres, und zwar, ich hatte ja in den beiden Videos einmal zu Polar Pacer Pro beziehungsweise auch zu Coros Vertex 2. Ich verlinke euch die Videos einfach mal. Hatte ich ja eine Navigation gemacht, da war ein Weg dabei, den es auf Komoot gab, aber dann in der freien Natur nicht mehr. In diesem Video möchte ich euch einfach mal ganz kurz zeigen, wie ihr solche Wege melden könnt, weil das ist für alle Nutzer, die Komoot nutzen, ja ein Segen, wenn ihr entsprechend solche Sachen entdeckt und auch dann entsprechend meldet. Da möchte ich einfach mal ganz zeigen, das geht ganz einfach, wie man sowas melden kann und dann hier für die Zukunft dann entsprechend auch die Wege ja besser in Komoot verwaltet sind, beziehungsweise ihr dann auch besser planen könnt und andere Leute damit auch helft. Ja, um die Strecke dann entsprechend zu melden, beziehungsweise der Weg, der nicht passt, müsst ihr einfach hier euch in Komoot einloggen, und zwar hier auf dem Rechner. Und wir sehen jetzt hier, ich bin hier auf meinem Komoot-Account. Wir sehen auch hier oben rechts, da ist mein Name. Und dann geht ihr einfach hier auf geplante Touren. Also einfach hier drauf gehen. Ihr habt die Tour vorher geplant, die ihr gegangen seid. Und die könnt ihr jetzt entsprechend bearbeiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel bei meinem Beispiel die Test Vertex 2 Navigation. Da ist ja das Thema gewesen, wo ich dann entsprechend ja die Route nicht hatte. Das gleiche auch beim Pacer Pro Lauf, also es ist zweimal gleiche Fehler gewesen. Und den will ich jetzt einfach mal melden. Also dafür gehen wir jetzt einfach hier entsprechend nochmal rein in die Strecke. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon jetzt nochmal die Übersicht der Strecke, die ich habe, also mit so ein paar schönen Bildern, wie wir es so kennen. Dann gehen wir entsprechend hier nochmal auf Tour bearbeiten hier oben. Da gehen wir jetzt einfach drauf. Und dann bekommen wir jetzt hier nochmal die ganze Tour angezeigt, die wir haben. Es ist so, hier unten ist dann die Stelle, wo wir jetzt mal reinzoomen, die jetzt nicht mehr vorhanden ist. Jetzt gehen wir einfach mal hier rein. Und es ist so, dass wir jetzt hier nicht sehen können. Also normalerweise geht hier noch so ein Weg hoch, die Strecke. Da bin ich dann hochgegangen, ausgewichen und hier auf den Weg, um dann wieder zurückzukommen. Und dieser Weg hier ist versperrt, weil hier mittlerweile Weinbaugebiet ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal in der Satellitenkarte angucken, sehen wir auch, dass in der Satellitenkarte das auch schon richtig hinterlegt ist. Wir sehen, hier ist das Feld. Es gibt auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr, hier auf diesen Weg zu laufen, weil das Ganze hier bautechnisch verändert worden ist. Ja, wie gehe ich jetzt aber vor? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen jetzt einfach hier auf den Weg und machen jetzt hier einen Rechtsklick. Und dann gibt es hier einmal zur Tour hinzufügen, was ihr kennt. Und dann gibt es hier dieses Ausrufezeichen. Das ist so ein bisschen klein, unscheinbar. Das ist so ein Schild. Da gehe ich jetzt, da steht auch schon Problem melden. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann sagen sie uns, ja, hilf uns dabei, unsere Routenführung zu verbessern. Ja, das wollen wir machen. Und dann sehen wir hier auch den PIN, den wir haben. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Und dann kann ich hier schon auswählen zwischen Route nicht passierbar, Wegoberfläche ungeeignet zum Laufen, ist zu steil, Gefahr, Komoot ignoriert, vermeiden diesen Weg, anderes Problem. Und ich gehe jetzt einfach hier auf Route nicht mehr passierbar. Jetzt kann man auch schon entsprechend auswählen, was hier das Problem ist. Hier steht zum Beispiel Laufen verboten. Ich bin jetzt in der Laufaktivität. Wenn ihr in der Mountainbike-Aktivität seid, dann kann auch sein, dass zum Beispiel, es gibt ja Wege, wo ihr kein Mountainbike fahren dürft. Und so zum Beispiel wäre es hier Laufen verboten. Und ich mache jetzt einfach hier, Weg existiert nicht. Es gibt auch vorübergehend gesperrt, permanent gesperrt. Also es gibt hier diverse Auswahlmöglichkeiten. Ich sage jetzt einfach, der Weg existiert nicht mehr und schreibe noch einen Kommentar dazu. So, dann habe ich jetzt geschrieben, an dieser Stelle ist Weinrebengesetz, dass es nicht mehr existiert. Und dann kann ich das Ganze schon entsprechend abschinken und ja, bekomme dann noch einen vielen Dank und kann weiter zur Planung gehen. Und wenn ihr jetzt Glück habt, dann ist beim nächsten Mal auch schon der Weg bearbeitet bzw. dabei. Dass das Ganze auch funktioniert, habe ich auch zum Beispiel ein Beispiel hier. Ich habe hier mal einen Weg gemeldet gehabt, der ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr in der Karte drin, das ist nämlich ein Privatweg und mit Stacheldraht abgezäunt. Und früher hat mich der Komoot immer versucht, hier über diesen Weg, der jetzt hier nicht mehr existent ist, immer hier lang zu führen. Das geht nicht mehr, das hat er mittlerweile verstanden. Wir sehen auch hier, er versucht mich gar nicht mehr hier rüberzunehmen, sondern ja, leitet mich hier quasi dann an eine andere Stelle. Und ich komme nicht mehr auf diesen Privatweg bzw. abgesperrten Weg. Ja, so wie ihr gesehen habt, ist es wirklich sehr einfach, das Ganze zu melden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bzw. User von Komoot bei sowas unterstützt, wenn ihr sowas entdeckt. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da. Beziehungsweise, wenn dich generell für Navigation interessiert, ich habe hier oben mal eine Liste, da habe ich die ganzen Uhren mal reviewed im Zusammenhang mit Komoot, wie die ganze Navigation aussieht. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, gebe ich dir einfach mal unten eine Playlist, da siehst du dann, was hier sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.